Wie ihr bereits am Titel gesehen habt, habe ich mich jetzt doch dazu entschlossen, das Video von meinem Pokémon Go Account auf öffentlich zu stellen. Eigentlich sollte es nur für Kanalmitglieder erstmal angezeigt werden, aber ich habe mir gedacht, komm, mach's einfach öffentlich, damit jeder meiner Abonnenten es sehen kann. Wir werden uns heute meine Hunderte angucken, meine kompletten WP-Pokémon, also nach WP aussortiert, meine restlichen Shinies, die ich noch habe, und gucken uns meine Kampfteams fürs PvP an. Ich werde hier immer wieder einen Cut machen, sodass ich ein bisschen so meine Pokémon sortieren kann. Und es kann auch sein, die Leute vom Stream kennen es ja von der legendären Raid-Stunde, dass das Gameplay über Google Chromecast, worüber ich jetzt gerade aufnehme, halt mal wieder so ein bisschen Faxen macht und sich dann auch trennt. Ja, dann ist das Gameplay nämlich weg, deswegen brauchen wir einen kleinen Cut. Doch wir fangen jetzt auch direkt an. Ich würde aber stark behaupten, wir fangen nach dem Funddatum an. Da können wir uns auch den Community Day, den letzten von mir, angucken. Kaumalat war es ja. Und ich werde euch in der Zeitachse, wie bereits angesprochen, unten alles gut verlinken. So habt ihr das nach Kapiteln. Dann könnt ihr halt immer wieder dahin spulen, wo ihr auch wollt. Wenn wir nachher zu meinen Hundertern kommen, das wird wahrscheinlich das letzte Mal sein, dass ihr die dann seht. Ich will ja das The Legend of Zelda Skyward Sword HD von der Nintendo Switch als Let's Play rausbringen. Und bei jedem Game Over schicke ich ein Pokémon von meinen Hundertern dann tatsächlich auch weg. Also es ist dann weg. Ich werde es nie wieder bekommen. Ich habe nicht so viele Shinies jetzt noch übrig. Ich mache halt ganz viele Pokémon auf die Switch. Warum mache ich das? Ich spiele hauptsächlich eigentlich die Hauptteile. Pokémon Go ist gerade Nebensache. Ich habe jetzt auch die letzten Tage ehrlich gesagt gar nichts gemacht. Ich habe auch nicht wirklich viele gute Kaumalat bekommen. Wir kommen gleich zu meinen Knackrack und so noch. Da kommen noch ein paar mehr, weil ich hatte einen Hunderter noch von vorher. Shiny Ponyta hatte ich 2 bekommen gehabt. Letzten Monat war es. Das letzte Hunderter, was ich hatte, war jetzt dann eigentlich, war es ein Vulpix. Wir gucken gleich alles nach Funddatum. Wir scrollen es nur so ein bisschen runter. Und dann gehen wir jetzt auch gleich nach WP. Beziehungsweise können wir jetzt eigentlich mit anfangen. So, wie ihr seht, Knackrack auf Level 50 ist mein stärkstes Pokémon. Ist jetzt nicht das allerbeste Knackrack. Es hat auch leider nicht die Community Day Attacke. Das war mein erstes Knackrack, was ich eigentlich so hochgezogen hatte letztes Jahr. Ja, es steht ja hier, letztes Jahr, 1.8. Hat halt leider Erdbeben. Erdkräfte wäre natürlich richtig geil, aber ich hab's in meinem Kampfteam drin. Das sehen wir gleich für PvP. Mein zweitbestes ist dann Mewtwo. Ich werde jetzt nicht alle einzeln anklicken, sonst geht das Video hier nachher 30, 40 Minuten und das wollen wir auch nicht. Noch ein relativ altes Dragoran habe ich tatsächlich auch am Start. Mehrere Mewtwo. Wir kommen aber gleich zu den besten Angreifern. Ihr könnt auch hier gucken, Leute, was halt gute Raid-Konter sind. Ich habe fast nur relativ fitte Raid-Konter oder PvP-Zeug hochgezogen. Der Rest landet bei mir immer auf der Switch. Ihr seht ja, ich habe nur 1500 Pokémon. Wenn mir das zu voll wird, kommt es auf die Switch. So, wie ihr noch seht, Kyogre, Zekrom. Zekrom müsste ich eigentlich, glaube ich, 2 haben. Die jetzt aber nicht auf 40 sind. Doch, der hier ist auf 40. Black müsste auf 40 sein. Black ist auf 40. Habe auch mehrere Growdown, wobei ich gerade momentan halt dann jetzt eher Knackrack spiele. Ihr seht ja hier auch viel mehr Knackrack als jetzt hier ein Growdown. Oder Demeteros war oben, ne? Ja, Demeteros war auch oben. Wir scrollen jetzt mal weiter runter, sonst sitzen wir halt noch ewig. Hier habe ich halt noch einen Garados-Zeta auf Level 50. Mehrere Metacross, hier oben waren auch noch welche. Leider hat ein Metacross, das ist hier die Lichtkanone. Sternhieb ist natürlich das Beste. Der andere hat auch Sternhieb. Wir kommen aber zu den Kontern gleich, sonst dauert das hier alles viel zu lange. Das ist halt auch ein Hunderter. Da gehen wir aber gleich drauf ein. Ich werde gucken, ob wir Medaillen hier auch noch und so Sachen machen. Medaillen sind jetzt, ja doch, eigentlich fürs Level-Up sind sie schon wichtig. Ich muss auch immer wieder da, also ich kann jetzt nicht die ganze Zeit in die Kamera gucken. Ich muss gucken, ob das Gameplay noch da ist. Mehrere Reshiram, ich versuche halt gerade 1 auf 4000 zu machen. Wir scrollen jetzt aber erstmal runter, sonst quatschen wir uns hier einen kaputt. Ein Felinara auf Level 50, habe ich einfach hochgezogen, habe ich gedacht, komm, du hast jetzt... Ich habe sonst nie Sternenstaub, aber ich habe halt jetzt gerade da genug gehabt, auch genug Candies, habe ich gedacht, komm, zieh das einfach mal hoch. Hier ein schönes Gelabra noch auf Level 100, ist halt beste Geistangreifer, kannst du sagen, was du willst. Ich habe mehrere Stahlobor, wie du hier auch siehst. Das ist jetzt aber tatsächlich mit Stahl, ich habe ein paar mit Stahl gemacht gehabt, damit wir was gegen Xerneas hatten. Stil, Doton. Doton sind halt meine Boden. Wir gehen gleich genauer drauf ein. Dann gucken wir mal, ob wir jeden Typen würde ich jetzt nicht machen, aber das, was du halt für Raids brauchst, gucken wir uns auf jeden Fall durch. Ich habe halt jetzt gerade vor, dass ich die ersten 2 Seiten von mir, also die ersten Pokémon, komplett auf 4000 mache. Damit, wenn du einmal runter scrollst, ist immer noch alles auf 4000. Da kommt halt jetzt relativ viel PvP-Zeug oder Mega Voltenso und so Sachen. Versuch's halt möglichst langsam zu machen. Wir scrollen auch gleich nochmal hoch, damit ihr halt alle nochmal gucken könnt. Ich werde es jetzt nicht einzeln hier alle irgendwie aufklicken, Leute. Das dauert sonst viel zu lange, sonst geht das Video wirklich 30 bis 60 Minuten. Und das will ja wohl keiner. Jetzt kommt auch hier nicht wirklich was Besonderes mehr. So, ich werde aber auch nochmal vorher erwähnen. Wir gehen jetzt nochmal kurz hoch und dann gehen wir nochmal runter. Da kann ich das nebenbei sagen.
Ich habe sehr viel schon auf die Switch gemacht, also auf Pokémon Home. Entweder auf Pokémon Let's Go oder auf Pokémon Home. Weil dieser Sammeleffekt, der ist für mich halt nur, wenn ich halt wirklich weiß, ich kann alle Pokémon haben. Ich habe richtig meine ganzen Attacken, meine kompletten Statuswerte. Das ist jetzt ein bisschen komplexer dann für mich. Ich bin halt eher so der Sammler, der hat die Spiele, die Pokémon. Hier auf den Hauptteilen. Wo haben wir denn hier meine Pokémon Schwert als Beispiel? Wenn ich es jetzt nicht finde, ist auch egal, sonst dauert das hier alles viel zu lange. Ah, die sind hinten im Regal. Weil sowas muss halt für mich auf die Hauptteile, Leute. Was ist das hier für ein Gengar? Wir waren eben bei 2500, dann hören wir da auch auf. Weil ich sehe jetzt schon, dieser Part hier alleine geht jetzt schon 5 Minuten, oder ich nach WP gerade kurz sortiere. Ich werde gucken, dass es nicht zu lange geht. Wir können aber auch kurz mal auf meine Eier switchen. Ich brüte halt sehr wenig. Das sehen wir nachher, falls wir uns die Medaillen angucken. Es ist in meinen Augen halt Geldverschwendung. Da kannst du auch Lootboxen öffnen. Real Talk jetzt. Kannst du auch Overwatch oder sonst irgendwas spielen und öffnest da Lootboxen. So, sind wir jetzt auch fertig. Gehen jetzt mal ganz kurz raus. Sortieren wir jetzt dann nach 100er. Aber machen mal ganz kurz einen Cut. Ich habe jetzt dann auch nach Funddatum sortiert, damit wir uns angucken können, wo wir was zuletzt hatten. Ich hatte meine 100er aber schon mal in einem Video angeklickt gehabt, beziehungsweise angezeigt, was für angeklickt. Ich werde Versprecher werde ich jetzt weglassen. Ich habe mir kein Skript oder so geschrieben. Einfach hier gerade free for all. Ich rede einfach, sag euch was zu dem Pokémon. Wir gucken uns das gemeinsam an. So, ein 100er Visors habe ich jetzt vor ein paar Tagen auch bekommen. Wir gehen aber auch weiter. Ein 100er Vulpix. Ein 100er Fluffeluff. Werde ich nicht entwickeln. Ich lasse es so. Ein 100er Snubbull. Noch ein Snubbull, tatsächlich. Lustig. Ein Shinux war mal wieder seit langem aus dem Ei, das ich einen 100er hatte. Schlurp war dann halt davor. Die Neon hatte ich auch mal während einem Video aus dem Ei bekommen. Den habe ich hier bei mir zu Hause tatsächlich gefangen, aber ich habe mir einen anderen schon hochgezogen fürs PvP. Da kommen wir gleich zu, dass wir nach PvP-Tags gucken. So, ich werde jetzt einfach hier alle nur so durchlaufen lassen. Hier haben wir das Metacross eben auch schon gesehen gehabt. Da das Knackrack, das habe ich mir zum Glück aufgehoben gehabt. Es hat die Erdkräfte. Perfekt. Jetzt hat er unten drunter Musik an. Ich hoffe, ihr hört den Bass von dem nicht. Ich hoffe, ihr hört das nicht, weil... Jo, okay, weiter. Auch durch Tausch erhalten. Wir werden jetzt einfach mal nur so durchscrollen und so gucken. Ich habe 61 100er, glaube ich. Das ist nicht viel. Ich spiele auch nicht mit Maps oder so. Und momentan bin ich auch nicht wirklich krass am Spielen. Und wenn ich halt fange, dann ist es halt meistens, wenn ich draußen bin, mit dem Gotcha oder mit dem Pokéball Plus. Beides findet ihr in der Videobeschreibung. Supportet mich. Wir machen jetzt einfach weiter. Ein Garados. Leider habe ich das nicht auf 50 gezogen, auf 100. Jetzt bin ich wieder in den Hauptspielen drin. Mein Rex Blizzard, das Gelabra. Ich liebe es. Bin sehr stolz, eins zu haben, 100er. Ein Galopper. Ein Hippoterus, mein Absol, habe ich nicht hochgezogen. Ich habe andere schon hochgezogen. Ist halt mein Lieblings-Pokémon. Entschuldigung, ich musste gerade aufstoßen. Ich muss halt gucken, dass es jetzt hier nicht zu lange geht. Wir machen jetzt einfach mal weiter. Ich habe tatsächlich 2 Glurak, zu denen kommen wir gleich. Das hier ist das für Mega Glurak Y. Ihr seht ja hier Feuerwirbel, Lohe-Kanonade für Feuerangreifer. Ich habe auch eins für Drachen. Ich gucke jetzt gleich nochmal. Ich habe halt 2. Rayquaza habe ich nicht hochgezogen, weil ich habe schon mehrere Rayquaza. Wir kommen gleich zu denen. So, hier der müsste Feuerodem, genau. Feuerodem, Drachenklaue, Hitzekollers für Glurak X. Momentan noch der beste Mega-Drachenangreifer. Bis irgendwann mal Mega-Rayquaza oder Mega-Knacker kommt. Also ich muss sagen, bis jetzt ist die Capture-Card noch nicht abgekackt. Schon mal perfekt. Raikou werde ich vielleicht irgendwann mal hochziehen. Ich bin aber gerade eher an Zekrom und so Sachen dran. Ein Schlappohr, noch ein Carpador, Garados hatten wir ja schon. Ein Mamphaxo werde ich nicht entwickeln, schwer zu lassen. Könnten mir so viele Mega an 100ern habe, aber ich lasse es halt erstmal. Ich habe eh nie Sternstaub. Das geht halt immer auf das drauf, was ich halt gerade wirklich als Raid-Angreifer brauche oder was mir noch fehlt. Aber wir müssen gleich mal irgendwann langsam zum Ende kommen. Kingler, relativ fitter Wasserangreifer mit dem Krabhammer als Wasserladeattacke, sowas. Sorry. Wie gesagt, Leute, es kann sein, dass ich mich hier verspreche. Es ist alles nur free. Ich habe mir nichts aufgeschrieben. Einfach frei herumreden. Ich müsste aber irgendwann mal langsam jetzt hier zum Ende kommen, oder? Sherox? Weilord? Nee, immer noch nicht. 61 müsste ich haben. Das sehen wir ja gleich nochmal, wenn ich auf zurückgehe. Danach gucken wir uns so grob nur meine Shinies an. Aber die meisten vom Community, die habe ich schon auf die Switch gezogen gehabt. Baldurfisch war, glaube ich, mein erstes 100er. Können wir jetzt direkt eigentlich schon gucken. Jetzt habe ich nicht geguckt, wie viele 100er wir haben. Wir machen es nochmal ganz kurz. Es sind 61 Stück. Okay, perfekt. So, jetzt gehen wir hier auch auf Schillernd. Machen jetzt einfach keinen Cut. Ich werde jetzt nicht jedes einzelne anklicken, wie halt mit gerade den 100ern. Wir gehen jetzt einfach nur runter. Ihr seht, ich habe nur noch 312 Shinies. Warum? Ja, ich mache mir die halt auf die Switch. Bin halt da, der Shiny Hunter. Ich will den kompletten Pokédex bis zur Pokémon Schwert und Schild in Shiny voll haben. Und das ist halt wirklich Arbeit. Es soll halt auch wirklich alles legal erspielt sein. Nichts mit Hex oder sonst irgendwas. Ich werde jetzt hier auch nur so ganz langsam runter scrollen. Ihr werdet auch sehen, da ist viel... Ne, machen wir mal anders. Nicht nach Funddatum.
Da ist halt vieles doppelt und dreifach. Ihr seht halt hier zum Beispiel diese ganzen Kanto-Starter, habe ich schon auf die Switch gemacht. Diese ganzen Pikachu alle auf die Switch gekloppt gehabt. Ich hatte auch mehr Enton oder sonst irgendwas. Also ich hatte wirklich alles doppelt, dreifach, vierfach. Aber ja, ihr seht, ich habe nur 1500 Platz. Und damit, ich will auch ehrlich gesagt nicht hier reinpayen. Um da irgendwie den Platz zu erweitern. Ja, kann man sich ansparen. Ihr müsst auch bedenken, ich muss halt meine Münzen für die Fernraid-Passe, für die Streams bei der legendären Raid-Stunde aufheben. Ihr seht ja hier ganz wenig Voltilam und Ampharos nur noch. Es war ja auch Community Day. Evoli auch nicht mehr krass viele. Guck mal, wie viele Snowball ich habe. Da habe ich eins auf jeden Fall schon auf die Switch gemacht. Hundertprozentig. Hundertprozentig. Das Video geht übelst lange, Leute. Es tut mir halt einfach leid. Ich habe auch tatsächlich nicht jedes Legi in Shiny. Die ganzen Regis, hier Regi Eis, Regi Steel und so weiter, habe ich nicht gemacht. Warum? Die sind so oft da gewesen und was will ich damit in Shiny jetzt mal ehrlich? Es gibt halt Pokémon, die braucht man halt wirklich einfach nicht. Die fressen halt Platz, wie diese Bummels hier zum Beispiel. Das weiß ich noch, wo die den Community Day da verlängert hatten. Oh Gott, das war eine Woche, zwei, ging der Community Day so gesehen, dass so viele Bummels hier mit erhöhter Shiny-Chance waren. Ich habe den halt einfach alle weggeschickt gehabt. Wie diese ganzen Plus, Lumino ist auch schon abnormal. Ihr seht ja auch, hier kommen noch Roselia von Community Days. Die Wablu hier tatsächlich, bis auf das jetzt ohne Favorit. Das sind die ohne Community Day. Können wir mal hier gerade reingucken. Mal hier Bewertung. So, hier seht ihr ja. War nicht am Community Days 2018 gefangen. Ist halt lustig, dass Niantic dann auch immer wieder Pokémon rausbringt, als Community Day, die es schon in Shiny gab. Das nimmt dann diesen ganzen Seltenheitswert da komplett weg. Deswegen habe ich es halt lieber auf der Switch halt. Das haben wir eben angesprochen gehabt. Hier sind relativ viele Rayquaza auch noch. Ich habe aber sehr viele schon getauscht. Also dann verschenkt oder halt auf die Switch gekloppt und so weiter und so weiter. Ihr seht auch nur noch ein Rihornio. So viele Sachen braucht man halt davon. Ich habe halt Ramaidon. Wir gehen jetzt aber gleich auf meine besseren... Was machen wir zuerst? Mal PvP oder machen wir Raids? Wir machen zuerst mal PvP. Wir gehen mal kurz auf Kämpfe, dann gehen wir auf mein Hauptteam. Das ist dann Meditalis, Azumarill und Bolterus. Wir gucken uns die jetzt nur an und dann gehen wir gleich nach PvP sortiert. Ich habe ja alles gut sortiert in die Tags gekloppt gehabt hier. Ihr könnt ja, wenn ihr nach links geht oder oben links auf Tags, könnt ihr euch ja schön alles gut sortieren. Machen aber nicht nach Nummer, wir machen nach Dankeschön, nach Wettkampf. Da seht ihr halt, mein Hauptteam ist halt für die Meisterliga. Knackrack, Melmetal haben natürlich auch alle 2 Attacken. Melmetal und Garados. Du hast Kaskade, Nassschweif und ja, sorry, und Knirscher. Ja, mehr spiele ich glaube ich sogar gerade gar nicht in der Meisterliga, oder? Ich weiß es gerade nicht, ich habe keine Ahnung. Ab und zu hole ich auch mal irgendwie nach WP-Pokémon mit rein. Wir sind jetzt halt die ganzen dann von 2500er Liga. Da ist auch Melmetal mit einer der besten. Ich glaube, du hast richtig beschissene IV. Ja. Der hat aber richtig schlechte IV fürs PvP gehabt. War das einzige Shiny. Ich wollte halt einen Shiny unbedingt haben. War teuer, Leute. Also wenn ihr euch irgendwie mysteriöse oder legendäre Pokémon mit der Zweitattacke hochzieht, guckt, dass die IV stimmen. Macht nicht den Fehler wie ich. Hier ist tatsächlich auch noch das Mew von der Kanto-Tour. Wäre halt besser, wenn der Angriff jetzt noch ein bisschen niedriger wäre. Aber geht vollkommen klar. Kann man mit leben. Tut mir leid, falls ich ab und zu mal huste. Diese Deoxys, Verteidigungsform, könnten sie auch nochmal wiederbringen. Ist ein gutes Pokémon für die 1500er Liga. Wir scrollen jetzt aber einfach runter. Ihr müsst jetzt hier nicht jede Attacke oder sowas sehen, sonst geht das halt viel zu lange. Danach gucken wir nach den, gucken wir nach Kampfteams, beziehungsweise nach Typen. Machen wir nach WP, was brauchst du oft? Als Beispiel jetzt mal, geh mir auf Gestein. Ihr seht dann hier relativ viele Despoter, die spiele ich aber nicht. Ich spiele halt hier so Pokémon. Hier seht ihr ja Greymon, Ramaidon spiele ich dann. Mit Katapult und Steinhagel. Ab und zu auch dann hier die Hornjorn, nein, der nicht. Hier mit Felswerfer, dann ist dann Platzhalter. Ich habe dann entweder 5 Ramaidon und ein Rihornio dabei, ja genau. Aber jetzt fragt ihr euch, warum habe ich ihn nicht auf Level 40 oder höher gezogen? Ich werde das in die Videobeschreibung unten reinpacken. Das nennt sich Breakpoint. Ab einem gewissen Punkt, wo du ein Pokémon gepusht hast, macht es nicht mehr Schaden mit seiner Sofortattacke. Spaß also Sternstaub damit. Jetzt, wo Level 50 raus ist. Es gibt aber auch von irgendeinem Video, der zeigt das da an, dass das nicht so krass der Unterschied ist, wenn du ein Pokémon auf 50 oder 40 hast. Also vom Schaden her. Machen wir Gestein jetzt mal weg und gehen nach Psycho. Psycho brauchst du jetzt zwar nicht so krass oft, aber du siehst halt hier Metagross und Mewtwo. Mewtwo ist halt mit das Beste. Können die runterscrollen, aber ist nichts Normales mehr. Was du halt auch relativ oft brauchst, ist halt Kampf. Da seht ihr halt die Machomai. Spiele ich aber nicht mehr. Ich spiele jetzt nur noch die Lucario. Haben auch Konter-Aura-Sphäre. Ich habe aber auch irgendwo eins mit 2 Attacken. Genau, für Spukball, das ist dann für Rockets oder halt, wenn ich Arenen nehme. Wenn da irgendein Pokémon ist, was halt den Konter und den Nahkampf halt resistiert, wie zum Beispiel ein Gengar oder so, sieht man ab und zu ja mal in Arenen drin.
Ansonsten habe ich jetzt hier von denen nichts wirklich, was ich so spiele. Gehen auf Elektro, brauchst du ja auch relativ oft. Da wird jetzt Zekrom halt und Demeteros Voltolos oben sein, genau. Strike und Black. Besten Elektro-Angreifer habe ich jetzt tatsächlich nur dann insgesamt 4 von. Als Lückenfüller habe ich dann immer Elevoltec oder so mit drin oder halt hier mein 93er Mega-Voltenso dann mit dabei. Das ist dann halt als Lead dann immer da oder als zweites, je nachdem, ob sonst jemand eine Mega-Entwicklung mit dabei hat. Wasser habe ich jetzt, glaube ich, nicht so krasse Sachen. Ja, doch, es geht. Ich habe ja die Kingler und die Kyogre, die Garados. Da kann ich ja auch die Attacke wegmachen, aber dann wäre der Nassschweif weg. Meistens mache ich dann so, wenn ich einen Garados mitnehme, dann mache ich den Knirscher als zweite Attacke weg, weil ihr seht ja hier, Level 50 hat halt 2 Attacken, dann kommt der Knirscher weg, weil Nassschweif war ja die Community Day Attacke. Wasser habe ich jetzt nicht so krass viel. Wir gehen mal auf Eis zuerst. Wir gehen mal auf Eis. Seht ihr halt hier ein Krypto-Mammutel. Sowas ist halt Gold wert, mehrere Mammutel, aber hier so ein Pokémon wie Flampivian ist als Eisangreifer halt um einiges geiler als ein normales Mammutel. Da spielt ihr halt lieber, wenn ihr den habt, holt euch das Ding als Kumpel und zieht euch den hoch. Besser als hier so ein Mammutel. Ich glaube, der ist Level 43, 44, ich weiß gerade nicht. Ich habe jetzt keinen IV-Rechner auch an. Ansonsten, wenn ihr halt sowas habt, besorgt euch halt ein Krypto-Mammutel. Macht halt dann trotzdem am meisten Schaden. Ist halt dann besser. Sowas braucht man auch relativ häufig. Kann man hier nicht irgendwie so nach Typen komplett sortieren, dass hier alles dann irgendwie so krass am Start ist. Wir können jetzt nach Drache auch mal gehen. Brauchst du ja auch relativ häufig. Da siehst du halt 3 Quasar. Nicht auf 40 gezogen auf Breakpoints. Wie gesagt, ist in der Videobeschreibung drin. Dann spiele ich halt meistens. Moment, machen wir mal so. Nee, war falsch. Ich hätte auch nur Rayquaza eigentlich gerade eingeben können. So Rayquaza. Ich habe auch noch sehr viele gute mit dabei. Ihr habt ja gesehen, das 100er auch. Es kann sein, dass ich das halt wegschicken muss. Ansonsten habe ich Alternativen halt noch Knackrack, aber hier die ganzen Knackrack. Ne, der hat jetzt tatsächlich die Drachen. Warum hast du die Drachenattacke? Ich hab doch irgendwo noch welche mit Boden, genau. Nutze ich halt als Boden. Da gehen wir jetzt auch direkt drauf. Sorry, falls es gerade mal laut war. Bin gerade hier gegen den Tisch gekommen. So, Boden. Relativ viel. Stahlobor. Richtig Gold wert. Könnt ihr spielen. Wobei halt hier so ein Demeteros besser ist. Wenn du jetzt als Raidboss ein Heatran oder sowas hast, dann spielst du natürlich. Moment, falsches Knackrack wieder. Wo ist mein 100er? Bam, 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 bam. Knackrack, dann spielst du Knackrack mit Lehmschuss und Erdkräfte. Wenn du halt ein Pokémon wie Heatran oder so hast, du triffst ihn halt doppelt effektiv. Und das Knackrack hält um einiges mehr aus. Was für Typen sind noch wichtig? Lass mal nach WP sortieren, damit wir hier mal ganz kurz gucken können. Unlicht, genau, Unlicht. Unlicht und Geist, würde ich jetzt sogar sagen. Ja, das sind mit... Ja, brauchst du halt gegen Psycho-Pokémon. Darkrai habe ich leider nicht auf 40 gezogen. Ich habe nicht so krass aktiv gespielt gehabt. Spielst du Standpauke Finsteraura drauf. Ich muss gucken, ob das Gameplay noch da ist. Perfekt. War am Halloween-Event, zweimal, was mache ich? Ich habe nicht gespielt, weil neue Pokémon-Spiele für Nintendo rausgekommen sind. Ansonsten Giratina auf Breakpoint, Skelabra ist tatsächlich aber auf 40. Ich bin gerade auch an einem zweiten Skelabra dran, da gucken wir gleich rein. Hier mein Gengar für Mega-Entwicklung mit Dunkelklaue, Finsterfaust und Spukball. Spukball ist natürlich die Attacke, die ihr bei Raids spielt. Genau, hier haben wir noch einen Skelabra, das wollte ich mir auch noch irgendwann mal hochziehen. Aber wie ihr seht, kein Sternstaub, der Junge ist gerade momentan sehr, sehr faul. Was bist du? Achso, für PvP. Meine Absol tatsächlich aus Spaß hochgezogen gehabt. Ich hätte lieber ein gutes Shiny, wenn irgendwann Mega Absol rauskommt. Das Pokémon ist einfach nur ultra, ultra geil. Ich würde sagen, wir sortieren jetzt noch ganz kurz nach Legendär und dann beenden wir das Ganze hier auch. Machen wir nach WP. Habe ich jetzt nicht wirklich viel krass hochgezogen. Guck halt immer nur, was ist wirklich gut an Kontern. Was brauchst du? Ich kenne halt Leute wirklich, die pushen halt jedes legendäre Pokémon hoch. Warum? Wozu, ganz ehrlich mal. Ich meine, ich habe ja auch hier so Mist gebaut und habe einen Lugia relativ, nicht auf 40 gezogen, aber damals hochgezogen gehabt. Warum? Wofür? Für PvP? Ja, toll. Aber als Raid-Angreifer bringt dir das Pokémon nichts, das ist halt defensiv. Da gibt es halt bessere Sachen oder hier so Leute, die dann ein Xerneas hochziehen. Warum? Okay, wir machen einfach weiter. Wir gehen jetzt hier weiter runter. Entei habe ich nicht hochgezogen, weil Reshiram, ich hatte mal einen Entei hochgezogen, was habe ich auf die Switch gemacht. Wie gesagt, hier fehlt einiges, Leute. Ich hatte viel mehr. Aber immer wieder gehen halt auch mal Pokémon dann weg. Krypto, sollen wir nach Krypto sortieren noch? Müsste ich eigentlich auch mal machen, ne? Ja, machen wir theoretisch. Habe ich aber nicht mehr wirklich viel. Habe ich meistens schon für die Quest erlöst oder so. Und nur ganz kurz noch hier so auf meinen Account gehen. Ihr seht jetzt halt nicht alles. Ich müsste jetzt 18.000 gewonnene Kämpfe haben. Das könnt ihr ja sehen, wenn ihr mich geaddet habt. Geht einfach auf mein Profil, dann könnt ihr selber gucken. Muss aber auch sagen, 131.000 Pokémon gefangen für Level 48 ist nicht wirklich gut. Levelt nicht nur durchs Freundeslevel, wir können ja hier ganz kurz gucken. Ich habe jetzt nicht wirklich viele beste Freunde. Das meiste, wie ich halt gelevelt habe, ein Moment, ist tatsächlich auch mit Entwicklung oder diese Dreifach-EP fürs Fangen von Pokémon. 13.000 entwickelte Pokémon, ich kenne welche mit Level 50, wir haben da nur eine 5.000 stehen. Ja, genau.
Jedenfalls guckt halt, dass ihr auch so levelt, dass ihr Pokémon fangt und entwickelt. Geht sogar, also wo ich so krass gelevelt hatte, vor letzten Monat war das, von 46 auf 47, war ich schneller als jemand, der mit Geschenken halt dann levelt. Wo haben wir denn beste Freunde? Ja, finde ich das hier? Du bist bester Kumpel, ne? Beste Freunde, ja moin, jetzt kann ich hier keinen Cut gerade machen, wenn ich suchen muss. Beste Freunde, hihi, ja, perfekt. Ganz schön peinlich jetzt, deswegen machen wir jetzt gerade ein ganz... Ne, komm, wir gucken uns einfach alle Medaillen an. Komm. Mega peinlich, erstmal die besten Freunde gerade nicht gefunden. Bühnenstar. Da war es doch, es war oben auf Silber. 47 ist jetzt nicht wirklich viel. Ich kenne Leute, die haben da mehrere hunderte an beste Freunde, um halt zu leveln natürlich, ne. Ich will jetzt aber auch nicht alle Medaillen durchgehen, oder? Das dauert sonst halt viel zu lange. Da gibt es sonst noch irgendwas Interessantes hier, was man gucken könnte. Ja, Freunde ist eigentlich relativ uninteressant. Ach, hier Beutel. Habe ich nur auf 1500. Das Wichtigste ist halt für mich, dass ich halt Fernraid-Pässe habe. Normale Pokebälle für diese beiden Geräte hier. Oder halt Tränke und Beleber, wenn wir dann halt Raids zusammen machen. Sonst spiele ich tatsächlich gerade momentan nicht wirklich krass viel. Nur wenn wir zusammen streamen. Ich würde sagen, wir beenden das Video hier. Das geht halt jetzt schon ultra lange. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Wenn es euch gefallen hat, lasst mir doch bitte ein Like und einen Kommentar da. Über ein kostenloses Abo würde ich mich auch sehr freuen. Und ich würde sagen, ich hoffe, wir sehen uns beim nächsten Mal wieder. Haut rein!